Hallo zusammen, heute zu Gast James. James kann gleich sich selbst kurz vorstellen, aber das Wichtigste, was von mir kommt, ist, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, nämlich wir haben beide Jahre später herausgefunden, dass wir die väterliche postnatale Depression hatten. James hat es dann selbst anders bezeichnet. James, kannst du kurz zwei Worte zu dir sagen? Ja klar, also mein Name ist James, ich bin 44 Jahre alt, eine Tochter, die ist 7 und genau, litt unter einer postpartalen Depression kurz nach der Geburt unserer Tochter. Und wie du es eben auch schon so schön gesagt hast, habe ich es erst Jahre später festgestellt, dass alle Symptome, die man einer postpartalen Depression zuschreibt, eben genauso auf mich zugeschrieben hätten werden können. Und das habe ich erst, wie gesagt, Jahre später herausgefunden und habe dann aufgrund dessen entschlossen, Papa Blues zu gründen, eben eine Hilfeseite für Väter zur Selbsthilfe. Dankeschön, sehr schöne Vorstellung. Diese Folge würde ich gerne den unseren Frauen und den Müttern unserer Kinder widmen. Ähm, Das sind die, die im Hintergrund quasi mitleiden, natürlich auch mit den Kindern. Aber das sind die, die in dem heutigen Gespräch mit erwähnt werden. Aber das sind die, die jetzt auch gerne zuhören, weil am Ende des Tages war es bei mir so, dass meine Frau gesagt hat, jetzt ist eigentlich die Grenze erreicht, wo ich mir Hilfe suchen muss. Hatte sie recht, und ich war selbst nicht in der Lage zu sagen, jetzt ist irgendwie die Grenze erreicht. Dafür bin ich meiner Frau sehr dankbar. James, wie war es bei dir? Da haben wir auch eine weitere Parallele, Robert, denn auch bei mir war es ähnlich. Meine Partnerin ähm, hatte mir damals auch sehr, sehr nahegelegt, ich solle mir doch jetzt mal dringend Hilfe suchen, weil sie gerade auch in dieser vulnerablen Zeit eigentlich überhaupt keine Kapazitäten hatte, um mich diesbezüglich irgendwie noch zu unterstützen. Und von daher kam auch von ihr der laute Aufschrei und der Aufruf, ich sollte mich jetzt mal um mich kümmern und zusehen, dass es mir wieder gut geht, damit es uns am Ende allen gut geht. Ja, das ist natürlich alles so schön gesagt, so schön hier politisch korrekt. Da kommen wir später nochmal dazu. Von meiner Seite war es gar nicht so politisch korrekt und lässig. Es war eher grenzwertig, zwischenmenschlich grenzwertig. Aber da kommen wir später dazu. Vielleicht kommen wir zum Kernthema. Wie, was war das wichtigste Anzeichen bei dir, dass du die Depression hattest? Also vielleicht kann man vorweg noch einmal sagen, dass man ja auch so wenig darüber weiß. Also viele wissen gar nicht, dass eben eine postpartale Depression auch einen Vater erwischen kann. Man kennt es ja eher so von den Frauen, ne? Also man kennt den Baby Blues, das sind ja diese paar Wochen, ähm, wo eben der ganze Hormoncocktail einmal in sich zusammenfällt und eben daraus gegebenenfalls eben auch eine postpartale Depression für die Frau entstehen kann. Man kennt es ja auch unter Wochenbettdepression, dass das allerdings eben auch Väter ereilen kann, diese depressive Episode. Das ist, glaube ich, vielen bislang nicht bewusst und da musste ich mich genauso einreihen. Ich wusste eben gar nicht, was mit mir passiert und wie es um mich geschieht. Aber ich habe zusehends gemerkt, dass es mir emotional immer schlechter ging. Ne? Also ich war in vielen Momenten einfach tief traurig, wo ich doch eigentlich hätte sehr, sehr glücklich sein sollen als frisch gebackener Mhm. Vater. Ja. Ich hatte ein erhöhtes Aggressionspotenzial, ich hatte Schlafmangel, ich hatte aber auch Insomnie, also einfach diese extreme Schläfrigkeit tagsüber. Mhm. Ich habe geneigt zu Suchtpotenzial, ich habe mich sozial isoliert, ich habe gerne Überstunden gemacht, um bloß nicht nach Hause kommen zu müssen. Ja, all solche Dinge, die sich dann aneinandergereiht haben und die alle dazu beigetragen, dass die Spirale nach unten sich zusehends schneller drehte. Und was würdest du sagen, was war das Anzeichen, wo die Alarmglocken geschlagen haben? Was war das eine Ding? Mm.
Ich glaube, ich habe nicht nur so dieses eine Ding. Ich glaube, bei mir war es Nein? wirklich dieser toxische Cocktail. Bis aber zu dem einen Punkt, und an den erinnere ich mich ja noch sehr gut, als ich im Garten saß mit meiner Partnerin und ich so tief traurig war, dass ich das gar nicht mehr zurückhalten konnte und mir nur noch die Tränen geflossen sind. Und ich dann gesagt Mhm. habe, ich weiß nicht, was mit mir los ist, mir geht es einfach total schlecht und ich bin tief traurig. Und das war dann so, glaube ich, der Punkt, der mich selber auch nochmal sehr wachgerüttelt hat und gesagt Mhm. hat, okay, was ist denn eigentlich wirklich mit mir los? Ich kannte das in diesem Ausmaße nicht. Mhm. So, Verständnisfrage von meiner Seite. Mhm. Ähm, Kannst du weinen? Ja, sehr gut. Ja? Ja. Hattest du schon immer diese Fähigkeit zu weinen? Ja, Ja? also ich Okay. mache auch keinen Hehl draus. Ich bin ein sehr empathischer, emotionaler Mensch. Mhm. Mich berühren Dinge einfach im Herzen und dem Ganzen gebe ich eben auch Ausdruck und dazu zählt eben auch, dass ich auch weinen kann. Ja, Mhm. Sehr schön für dich. ja, für Ähm, dich das, auch. das freut mich beneidenswert. Ja. Bei mir war das nämlich umgekehrt. Also ich hatte ein Hauptanzeichen und das war die Aggressivität. Ähm, und das war bei mir sehr stark in Bezug auf die Kinder. Ähm, und glaube ich, das war jetzt das, was bei uns quasi dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, ich muss mir Hilfe suchen. Ähm, Das, was du erwähnt hast, da sind dir die Tränen geflossen. Das ist bei mir so, ich kann gar nicht weinen, Mhm. weil ich komme aus der Familie, wo diese toxische Männlichkeit quasi vorgespielt würde und ich würde auch so erzogen in diese toxische Richtung. Männer dürfen keine Gefühle zeigen und so weiter und so fort. Also alles das, was eigentlich sehr schädlich ist für die Kinder, später für die Erwachsenen. Alles das habe ich in der Kindheit mitbekommen. Als Kind wusste ich es nicht, als Erwachsener habe ich es relativ spät erfahren. Mhm. Ähm, Schade, dass ich es so spät erfahren habe, aber es ist am Ende des Tages gut, dass ich es erfahren habe. Auf jeden Fall, diese Traurigkeit gab es bei mir nicht. Was es bei mir aber gab, ist auch dieses Thema mit dem Schlafmangel, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das die Ursache oder die Wirkung war oder Symptom oder wie auch immer, weil das alles ja zusammenhängt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei uns war das so, dass das mit Schlafen am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, also wir hatten alle Schlafmangel und dementsprechend eigentlich ist das eine Foltermethode, Schlafentzug. Ähm, und bei den ersten Monaten entsteht es irgendwie automatisch und keiner macht sich darüber so Gedanken. Ja. Aber ich glaube, dass es einerseits ein Symptom ist, andererseits aber auch Ursache sein kann. Und da kann ich sehr gut eine Spirale nachvollziehen, weil man nicht so richtig unterscheiden konnte. Ich konnte es nicht, was ist eigentlich los und wo ist die Ursache? Ähm, und das ist schon an sich sehr überraschend für mich gewesen. Ähm, auf jeden Fall, je mehr ich darüber spreche und nachdenke, sehe ich verschiedene Aspekte, die dazukommen, beziehungsweise die mir bewusst werden, erst wenn ich darüber spreche. Deshalb auch dieser Austausch mit dir. Ähm, Du hast jetzt ein bisschen mehr Abstand. Deine Tochter ist jetzt 7. Meine Kinder sind 2 und 4. Von daher, ich bin noch relativ frisch in dem Geschehen. Aber bei mir gab es dieses Hauptthema und das war die Aggressivität. Und das war das, was dazu geführt hat, dass wir Hilfe gesucht haben und natürlich nicht gefunden haben. Mhm. Ähm, die Situation in Frankfurt, wir sind in Frankfurt am Main. Die Situation war so, dass ich alle möglichen Therapeuten angeschrieben habe und angerufen habe. Und es gab nie die Rückmeldung. Ähm, Da würde ich gerne jetzt von dir hören, wie war es denn bei dir? Ja, das ist das große Problem, ne? Heutzutage, dass ich habe die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz zurzeit bei 3 Monaten liegt in Deutschland, was sehr, sehr lang Mhm. ist. Zumal und da spreche ich uns Männer jetzt so ein bisschen mehr an, weil wir
uns erst dann Hilfe holen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wirklich dann fast gar nichts mehr geht oder eben der Druck auch von außen, respektive unserer Partnerinnen, dann so groß wird, dass wir in die Bewegung gehen müssen, dann ist ja wirklich schon viel Wasser den Fluss runtergeflossen. Und dann brauchen wir halt in dem Moment Hilfe. Und die kriegen wir dann nicht. Und das ist wirklich, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Glück, dass meine Partnerin Ärztin ist. Also wir sind heute nicht mehr, wir sind heute kein Paar mehr, aber wir verstehen uns gut. Mhm. Aber meine damalige Partnerin genau, ist Ärztin und dadurch haben sich viele Türen glücklicherweise geöffnet. Ähm, Ich habe damals einfach schneller Hilfe bekommen. Ich habe auch mein ganzes Netzwerk aktiviert. Darunter waren auch einige Psychologinnen, die ich selber noch aus Schulzeiten kannte. Und da kam ich dann Mhm. erstmal unter, bevor ich dann aber selber gemerkt habe, okay, das ist die Therapeutin oder die Psychologin ist in Bezug auf meine Ursache offenbar nicht, ja, hat da diesbezüglich nicht genug Erfahrung und hat mich dann selber auch an andere Kollegen weiterverwiesen. Aber ich bekam noch, also ich muss sagen, ich bekam relativ schnell Hilfe. Äh, Mhm. Und allein, ich will jetzt gar nicht mal sagen, war das jetzt am Ende die adäquate Hilfe, die ich vielleicht gebraucht hätte oder wie auch immer, weil letztendlich konnte es keiner wirklich benennen, was eigentlich mit mir los war. Also, Mhm. und das liegt wahrscheinlich auch darin begründet, dass dieses Thema nach wie vor noch so gar nicht so bekannt ist, obwohl es sehr, sehr viele Männer betrifft. Aber nichtsdestotrotz hatte ich erstmal Hilfe, zumindest einfach auch mal eine kompetente Person, mit der ich einfach offen sprechen konnte, zu der ich Vertrauen hatte. Und Mhm. alleine war ja am Anfang schon mal eine gute Hilfe. Sich wirklich mal Mhm. auszuschütten, sein Herz auszuschütten, sich Dinge von der Seele zu reden, hat ja einfach schon mal gut getan. Und Mhm. genau, das hat mir schon mal so ein bisschen Druck genommen. Jetzt muss ich sagen, hatten wir so ein bisschen das Glück im Unglück sozusagen, dass wir einen der ganz, ganz wenigen in Deutschland tätigen Hebammen hatten. Mhm. Ähm, Das heißt jetzt auch Hebamme. ja, es hieß, glaube ich, also jetzt will ich hier keine, nichts, keine ruhenden Hunde hier irgendwie aufscheuchen. Das hieß, glaube ich, früher Geburtshelfer. Also Ach so, sollte ja, ich okay. falsch liegen, tut es mir leid, Mhm. aber genau, ich glaube, dass man heute, glaube ich, auch einen Fachbegriff dafür hat. Ich weiß nur, dass die Person sich selber auch Hebamme nennt, was ich okay finde und deswegen habe ich Mhm. es genommen. Und das war am Ja. Ende unser Glück, denn er hat so die Brücke bauen können zwischen seiner natürlich fachlichen Kompetenz rund um die Geburt, als aber auch einfach nur, dass er selber ein Mann war. Konnte er mir da echt gut helfen und wir haben da viele Gespräche geführt und manchmal war es dann auch so, dass der nach meiner Partnerin geguckt hatte und gesagt hat, hey, mit der ist alles okay, aber dir geht's total schlecht. Sollen wir nicht mal Mhm. eine Runde draußen drehen und einfach mal einen Spaziergang machen? Und das habe ich dann auch in Anspruch genommen und auch er hat mir wirklich sehr helfen können in dieser Zeit. Mhm. Wenn wir jetzt von der Hilfe sprechen, gab es irgendeine bestimmte Methode, die dir geholfen hat? Like von der Therapie gibt es verschiedene, jetzt zumindest drei Hauptrichtungen, so wie ich das kenne, die von der Ähm, Krankenkasse bezahlt werden. ja, also bei Außerdem mir gibt war es. es ja dann, ich bin ja tatsächlich in so eine Suchtthematik reingerutscht, als Begleiterscheinung oder als eigenständiges Symptom in der Depression, letztendlich in dieser Mhm. depressiven Episode. Und das war am Ende mein Vehikel, das mich dann halt in Therapie gebracht hat. Ne? Also, äh, Das heißt, jetzt zum Verständnis, heißt mhm. es, du hast Alkoholsucht therapiert? Genau, ich habe wirklich übermäßig Alkohol konsumiert. Mhm. Weil mir das in dem Moment einfach sehr viel Druck genommen hat. Aber am Ende hatte ich einfach noch ein Problem mehr. Und ich habe dann auch Ja. feststellen müssen, dass es mir gar nicht so leicht fällt, damit aufzuhören. Und das war so am Ende der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich, also ich habe offenbar ein Problem, weil ich komme da so schnell nicht von weg und ich brauche jetzt Hilfe. Und am Ende war das eben genau die Geschichte, die mich dann letztendlich in therapeutische
Bahnen geleitet hat und wo ich Ansprache fand und wo ich es dann auch super gut sein lassen konnte. Und das hat auch letztendlich positiv dazu beigetragen, dass mir ja meine Gefühlswelt schon wieder viel zugänglicher war und ich einfach einen klaren Kopf hatte und auch diese depressiven oder traurigen, melancholischen Phasen einfach auch schon abgenommen haben, Mhm. ohne das ursprüngliche Problem zu beheben. Aber mir ging es dadurch, dass ich dann einfach auf Alkohol komplett verzichtet hatte, schon wesentlich besser und ich hatte wieder eine gute Basis, von der aus ich dann wirklich so die anderen Thematiken eben angehen konnte. Mhm. Und wann ist das genau bei dir passiert? Naja, das ist ja so ein schleichender Prozess. Also ich glaube, ich habe schon immer ganz gerne getrunken, so wie es vielleicht. Also, Also nee, das meintest du, ich meine jetzt Depression nach der Geburt der wann es Tochter. anfing? Ja. Das ging eigentlich relativ schnell. Ich glaube, es hat auch schon, also pränatal angefangen. Einfach dieses, dieses Bewusstsein darüber, welche Verantwortung auf mich zukommt, Ach, das ist ein sehr schönes Thema. ähm, glaube ich, hat in mir schon sehr, sehr viel Druck ausgelöst. Und Mhm. ich, das war so dieses, ja, die Angst vor der Angst fast, ne? Also ich wusste, okay, irgendwann sind wir dann da zu dritt. Dann kam dann die Angst mit dazu, ne? Wie läuft es mit meiner Selbstständigkeit? Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Wie flexibel kann ich sein? Welche Unterstützung braucht es von meiner Seite? Mhm. Was wird sich alles verändern? Was kann ich unserem Kind tun? Was ist meine Aufgabe? Und all diese ganzen Fragen, die eigentlich schon, wie gesagt, pränatal sich gestellt haben, haben ja letztendlich schon auf dieses Konto, auf dem ganz fett irgendwie Verantwortung draufsteht, ähm, ja schon dazu beigetragen, dass dieses Konto einfach immer mehr gefüllt wurde. Und das hat sich dann natürlich zugespitzt, als dann unsere Tochter auf der Welt war. Mhm. Und wann war der Punkt, wo du die Hilfe gesucht hast? Hilfe, da muss ich mal überlegen. Ähm, Also das fing an, dass es mir irgendwie schlechter ging, vielleicht so ein, zwei Monate nach der Geburt. Mhm. Da habe ich gemerkt, dass es stetig bergab geht mit meiner emotionalen Welt. Und ich glaube, bis ich mir dann aktiv Hilfe geholt habe, ist bestimmt ein Dreivierteljahr bis Jahr vergangen. Okay. Viel Weil zu man schnell, sagt, also viel ja, zu ja, also, aber man sagt so, bis die ersten 12 Monate, das ist so das Typische bei dem Vater richtig. und bei der Mutter wäre es deutlich schneller. Und da wollte ich auch wissen, weil bei mir war das so, dass ich, also nach der zweiten Geburt waren das fast 10 Monate und da habe ich mir auch Hilfe gesucht. Mhm. Ähm, Wobei bei mir war das so, dass ich zwei Kinder habe. Ähm, Diese Abwärtsspirale, die drehte sich da schon länger, also fast 3 Jahre, die unserer Beziehung nicht gut getan hat. Ähm, und das war natürlich so, dass wir ja, für die Beziehung war es absolut die kritische Phase. Ähm, und da bin ich sehr froh, dass wir jetzt quasi dank der Hilfe, ich habe damals quasi nach Hilfe gesucht. Ähm, Die war in dem therapeutischen Bereich, in dem standardmäßigen therapeutischen Bereich gar nicht möglich, weil Mhm. überhaupt gar keine Antwort kam. Und da bin ich auf Umwegen auf einen Life-Coach gekommen, der sich mit Psychotherapie, mit Therapie, mit Hypnose beschäftigt hat. Und dank dieser Hypnose bin ich relativ schnell quasi, würde ich sagen, ich habe auch die Ursache gefunden. Ähm, und das ist faszinierend, was bei der Hypnose rausgekommen ist. Ähm, Bei mir war das so, dass ich quasi als eine von den Hauptursachen war es bei mir, dass ich in meiner Kindheit gespeichert habe, dass ich nur bedingt durch meine Leistung geliebt werde. Das Mhm. heißt, erst wenn ich leiste, werde ich geliebt. Ja, Und das hat sich in meinem Gehirn gespeichert und als das hat tief zu sitzender vielen Glaubenssatz. Ängsten. Ne? Ja. Das hat sich bei dem, was du bereits erwähnt hast, viele Themen haben es einfach verstärkt. Diese Angst, wenn ich nicht leiste, werde ich nicht geliebt. Und Mhm. dementsprechend ging mein Leben zu Ende, hat mein Gehirn gedacht. Ähm,
Und das war natürlich eine starke Erkenntnis, die mich auch in dem Sinne befreit hat, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, über meine aggressive Art und Weise nachzudenken. Wie war es bei dir, James? Gab es irgendeine Hauptursache? Also ich glaube, es gab mehrere Ursachen, aber ich glaube, so ein großes Thema war, glaube ich, oder davon bin ich relativ überzeugt, dass ich mir ein Idealbild von einer Vaterschaft geschaffen habe oder ein Idealbild davon, wie Vatersein funktioniert. Und ich Mhm. versucht habe, dem immer gerecht zu werden. Und ich da eigentlich immer dran gescheitert bin. Das heißt, es war immer das Gefühl des Scheiterns da. Und bei mir, aufgrund auf meiner Historie, ist es halt eben auch so, dass ich selber meinen Vater verloren habe, als ich 2,5 Jahre alt war. Das heißt, Mhm. ich habe eigentlich nicht vorgelebt bekommen, wie Vatersein funktioniert. Mhm. Ich habe das immer beobachtet bei meinen Freunden, wie die Väter sind. Mhm. Ähm, Weil ich eben auch viel dann mit denen gemacht habe. Ne? Also die Väter meiner Freunde haben mich dann mit auf Ausflüge mitgenommen und sowas. Und ich habe eigentlich immer an denen gelernt, wie Vatersein funktioniert, weil ich das selber nicht vorgelebt bekommen habe. Und Mhm. naja, wenn wir es halt eben nicht vorgelegt bekommen, dann bauen wir uns da eine Idee auf, wie das funktioniert und wie so das Idealbild eines tollen Vaters eben aussehen kann. Und diesem Bild habe ich halt immer nachgeeifert. Und es hat bei mir eben auch dazu geführt, dass der Druck dann immer größer wurde, weil ich diesem Bild ja gerecht werden wollte. Ich dann Mhm. aber feststellen musste, okay, ich scheitere, ich kann dieses Bild gar nicht erreichen. Das heißt, ich habe mir dieses Ziel auch eben sehr, sehr hoch gesteckt, was einfach einen ganz großen Druck bei mir ausgelöst hat, als auch ein ganz großes Insuffizienzgefühl. Ne? Dieses Gefühl, Mhm. ich reiche gar nicht, ich kann dem allen gar nicht gerecht werden, was dann eben auch weitere Aspekte waren, die eben mich dann auch letztendlich in diese dunkle Phase da gebracht haben. Also Mhm. bei mir, glaube ich, war es wirklich eben so dieses Bild eines Vaters, beziehungsweise die Vaterrolle, von der ich glaubte, ich kann sie gar nicht erfüllen, obwohl ich es so gerne getan hätte. Aber ich dann immer gemerkt habe, ich habe die Kapazität gar nicht, ich habe die Erfahrung nicht, also mir fehlt das alles. Ich habe keine Leute, mit denen ich da wirklich gut drüber sprechen kann. Und geschweige denn hatte ich ein Vaterbild, was mir in die Wiege gelegt wurde. Ja, da habe ich jetzt eine rein theoretische Frage. Was denkst du jetzt? Hättest du einen Vater gehabt, dein ganzes junges Leben, hätte sich alles ganz anders entwickelt? Also gewiss, in welche Richtung weiß ich allerdings nicht. Also, aber meinst Äh, du, hätte die Depression auch stattgefunden oder gar nicht? Das ist eine sehr hypothetische Frage. Mhm. Ich glaube zumindest, dass ich resilienter gewesen wäre. Okay. Ich glaube, ich hätte in vielen Situationen, glaube ich wäre ich wäre vielleicht nicht so streng mit mir gewesen. Ne? Weil ich vielleicht ja Mhm. vorgelebt bekommen habe, dass man als Vater auch Fehler machen darf. Dass man als Ja. Vater nicht perfekt sein muss. Und ich hätte beigebracht bekommen, um was geht es denn eigentlich in der Ja. Vaterrolle? Oh, Ne? das Also ist eine sehr gute Frage. gutes Vorbild zu sein, Halt zu geben, Stabilität zu geben, gut verwurzelt zu sein, ähm, Stärke, jemanden, zu dem man aufblicken kann, also Vorbildfunktion. Aber eben vielleicht auch eine weiche Seite. Ich weiß es nicht, ne? Also ich kann es nicht zu 100% beantworten. Ich glaube nur, dass mir das geholfen hätte, ich hätte kein Idealbild gebraucht. Ich hätte vielleicht natürlich auch kritisch auf vielleicht meinen Vater geblickt und hätte vielleicht Mhm. auch feststellen können, okay, da hat er Fehler gemacht, das hat er super gut gemacht, aber ich hätte irgendwie so Leitplanken gehabt, in denen ich mich hätte gut bewegen können. Aber die gab es nicht. Ich hatte nur mein Idealbild, was Mhm. natürlich ähm, 150% war, ne? Ja. Ja, also ich frage jetzt vor dem Hintergrund, dass ich einen Vater hatte. Meine Eltern sind immer noch zusammen und ich habe den Eindruck, dass ich eine gewisse Ausnahme, weil heutzutage sehr viele Leute sich trennen. Auch sehr viele Leute trennen sich, nachdem sie das erste Kind bekommen haben. Da kommen wir vielleicht noch
Ja, genau. später Ne? drauf Ja. zu sprechen, weil das ist jetzt wahnsinnig hohe Zahl. Aber ich habe bei mir in Erinnerung, dass ich auch Identitätskonflikt hatte. Und ich wollte einfach ein guter Vater sein. Also ich wusste nicht, was das bedeutet. Auf jeden Fall, ich hatte auch den Eindruck bekommen, egal was ich mache, es ist nie genug. Und ich kann es nicht allen recht machen. Und vor allem am Anfang, ja, die erste Windel hat dir jemand gezeigt. Beim zweiten Mal machst du selbst. Ähm, aber das Selbstmachen, das ist nicht so, dass es natürlich ist. Es ist nicht so, dass du die Windel in der Hand hältst und dann das Baby sich so dreht, dass du damit was anfangen kannst. Am Anfang sind die Babys noch klein, bewegen sie sich noch nicht, die rennen nicht davon. Aber trotzdem, die Händchen sind sehr klein. Bei mir war das so, ich hatte da mir sehr viele Gedanken gemacht. Wie mache ich das, dass es richtig ist, dass es dem Baby gut tut, dass ich nichts falsch mache, dass das, was ich mache, eigentlich auch zielführend ist, das fängt damit an, dass du die feuchten Tücher hast, die 99,9% Wasser haben und keine Chemikalien drinnen, weil sonst ist der Popo ganz Gott. Und das sind einfach viele, viele Sachen, die alle ganz neu sind. Und für mich war jetzt Shift von dem, ja, ich bin der Mann und der Ehemann, sage ich mal, zu dem ich bin der Vater in erster Linie, weil das Baby so viel Aufmerksamkeit braucht. Das war einfach eine riesige Umstellung, auf die ich nie vorbereitet war. Ich wusste nicht, dass es so krass reinhaut. Ich wusste nicht, dass es so viel Zeit, Aufmerksamkeit und dass es so erschöpfend ist. Mhm. Die Kinder am Anfang, die können nichts sagen. Das Einzige, was sie jetzt können, naja, nicht das Einzige, aber das, was sie oft machen, ist einfach weinen und schreien. Und auch zwischen Weinen und Schreien konnte ich am Anfang auch nicht unterscheiden. Von daher, diese ganze neue Situation und eigentlich grundsätzlich die Vorstellung, ich will ein guter Vater sein, weil wer will schon nicht jetzt irgendwie ein guter Ja. Vater sein? Und dann kommt alles neu dazu und dann hast du eine Sache gelernt und dann hat sich herausgestellt, dass dein Baby sich jetzt dreht. Und das, was du gelernt hast, musstest du wieder umlernen. Und auch das ist ein gewisser Prozess, der für mich absolut anstrengend war. Mhm. Und das wusste ich auch nicht, dass das alles nicht von heute auf morgen funktioniert und dass ich alles lernen muss. Das, ich habe nie darüber gesprochen. Ich habe nie bewusst Menschen gefragt, wie ist es denn am Anfang? Was ich wusste, ja, am Anfang stinken die Windeln nicht, weil die Kinder nur Muttermilch trinken. Und das war das Hauptwissen, was ich hatte. Mit der Realität, klar, hatte es was zu tun, hat es mir geholfen, nicht wirklich. Ähm, aber ich sage nur, ich hatte ein Vatervorbild. Zwar war mein Vater jetzt viel beruflich jetzt abwesend, aber er war immer da. Mhm. Trotzdem, bei diesem Identitätsshift von dem berufstätigen Ehemann zu dem liebenden, präsenten Vater, ähm, war ich nicht vorbereitet. War ich absolut nicht vorbereitet. Ähm, und ich wusste auch nicht, wie man sich darauf vorbereiten soll. Mhm. Das ist so, ich bin da durch. Ich habe es zweimal erlebt. Ich hatte die väterliche Postnataldepression überwunden und trotzdem wusste ich nicht, wie ich meinen Sohn darauf vorbereiten soll, dass es ihm nicht passiert und dass er besser vorbereitet ist. Deshalb sprechen wir darüber. Vielleicht hast du eine Idee. Ja, man sagt ja auch, und es gibt so einen schönen Satz, der da annähernd so lautet wie, na, mit der Geburt jedes Kindes wird auch eine Mutter und ein Vater geboren. Ja, Ja, es sind eigentlich drei Geburten in dem Moment. Ähm, Vor allem immer dann, wenn man vorher vielleicht noch nicht Vater war. Ne? Also wir sprechen jetzt hier vom ersten Kind. Und wir haben vielleicht alle eine Idee davon, wie es dann sein wird. Und wir wissen aber auch dann im Nachhinein alle, das war ganz anders. Und es ist ganz anders ja, gekommen, als wie wir es uns vorgestellt hatten. Das hört man ja definitiv. auch immer wieder und das ist ja tatsächlich auch so. Ne? Also man kann sich
glaube ich, da gut reinlesen. Man kann sich Fachliteratur holen, man kann vorab gute Gespräche führen. Am Ende ist es trotzdem anders. Und darauf Ja. kannst du dich nicht vorbereiten. Wie war es bei dir? Hattest du den Eindruck, dass dich deine Kindheit eingeholt hat? Meine Kindheit, mh, naja, Also meine, wenn ich mir ja. meine jetzt Ursache oder die Entstehung angucke, dann war es definitiv in meiner Kindheit. Also es sind viele Sachen aufgepoppt, wo ich sage, ja, in meinem Verhalten habe ich meinen Vater gesehen. Mhm. Du hattest keinen Vater, deshalb kannst du das wahrscheinlich nicht beurteilen. Aber ich habe Geschwister. Ich habe es bei meinem Bruder gesehen vor ein paar Jahren, wo er selbst kleine Kinder hatte, dass ich einfach meinen Vater erkenne ich in meinem Bruder. Mhm. Und ein paar Jahre später ist das gleiche mit mir passiert. Und ich habe den Eindruck, die Geschichte wiederholt sich. Das ist ganz oft so, ja. Das ist ganz oft so. Mhm. Das ist die Meinst Geschichte du da der diese Generation, ja. Mhm. Ja, transgenerationales Trauma? ja. Kannst du dazu was ein bisschen erzählen? Ja gut, ich bin ja, Was ist das? Was ist damit gemeint? also letztendlich geht es ja, also vielleicht zum Hintergrund, ne, ich bin ja selber Life-Coach, das weißt du ja, aber die Zuhörer noch nicht. Und ich bin auch systemischer Familienaufsteller und gerade in der systemischen Familienaufstellungsarbeit ist das ja gang und gäbe. Also das ist ja quasi täglich Brot, dass wir eben gucken, okay, woher kommt denn die eine oder andere Dynamik? Und da kann man einfach immer feststellen, dass wir viele Dinge einfach übernehmen von unseren Ahnen. Ne? Und dann sagt man, dass wir bis zu 7 Generationen an Päckchen tragen. Also alle unaufgelösten Traumata, alle vielleicht Ängste, depressiven Episoden, also all das, was noch irgendwo hinten im System steckt, in den Generationen davor, die nicht aufgelöst wurden, übernehmen wir zu teilen. Und wir tragen diese Päckchen eben mit, bis wir vielleicht selber an den Punkt kommen, wo wir sagen, boah, diese Last, die ich hier trage im Leben, ich weiß gar nicht, woher sie kommt, ich habe sie nicht generiert. Ähm, Ich kann das aber nicht mehr tragen. Und dann fangen wir an, eben in die Rückschau zu gehen und zu gucken, wie war das denn eigentlich bei unseren Eltern, wie war es bei deren Eltern und so weiter und so fort. Und da stellt man ganz schnell fest, dass es da oftmals eben Parallelen gibt und Dinge, die sich immer wieder wiederholen. Und zwar immer so lange, bis mal irgendjemand sagt, okay, das ist ein Trauma, das zieht sich ja über Generationen schon durch unsere Familie hindurch. Ich habe das Gefühl, ich trage selber diese Last mit. Und das muss ich jetzt mal auflösen. Ne? Also da ist schon ganz oft feststellbar, dass wir vieles an Päckchen und an Last tragen, das nicht von uns selber initiiert wurde, sondern wir es aus den unterschiedlichsten Gründen übernehmen und dann eben selber in unser Leben integrieren, bis wir es vielleicht irgendwann nicht mehr ertragen können. Wortwörtlich. Hast du da für uns vielleicht ein Beispiel und eine Frage ist zusätzlich dazu? Meinst du damit genetische Übertragung Ich von meine jetzt Eltern auf die noch nicht mal Kinder? so unbedingt genetische Übertragung, sondern eher Übertragung im Sinne von Mama, Sozialen? ja, zum Beispiel so, ne? Also Mama, gib mir deine unausgelebte Eifersucht. Papa, gib mir deine Wut, deine Aggression, die du nie wirklich Mhm. ausgelebt hast, die aber immer vielleicht latent da war, ja. Das ist mal das eine. Also wir haben ein gewisses Maß an Loyalität unseren Eltern gegenüber. Eine Schicht unten drunter heißt, es steht da einfach nur ich will geliebt werden und dafür tue ich als Kind sehr, sehr viel. Also Mhm. Mama, gib mir doch deine Eifersucht, ich lebe sie für dich aus. Papa, gib mir deine Wut, ich trage das für dich, ne, damit du Mhm. nicht so einen Ballast mit dir trägst. Und sag mir doch am Ende, dass ich einfach ein gutes Kind bin und ich will geliebt werden. Mhm. Und Da unseren gibt's, Eltern muss es auch immer gut gehen, ne? Weil wenn es unseren Eltern nicht gut geht, geht es uns als Kinder nicht schlecht. Also wollen wir gerne auch die Dinge von unseren Eltern übernehmen, die offenbar überfordert oder überlastet. Und wenn wir mhm. jetzt eben nochmal daran denken, dass wir so die Theorie, also bis zu 7 Generationen an Päckchen tragen, dann müssen wir nicht weit nach hinten schauen und dann sind wir schnell beim Zweiten Weltkrieg und beim Ersten Weltkrieg,
wo es Ah, so viele Schicksale gab, so viele traumatische Dinge, und die sitzen einfach in unserem System drin. ja. Hast du dafür ein Beispiel Naja, ich habe da wahrscheinlich tausende Beispiele, aber wenn du mich jetzt von dir ein Beispiel, was du aufgelöst hast? ähm, von mir ein Beispiel, was mich jetzt persönlich selber angeht, meinst du? Ja, weil ich habe ein Beispiel von mir. Also Ja, ich habe jetzt ein Beispiel, aber das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht zu diesem Thema. hm? Aber ich könnte es trotzdem erzählen. Also damit habe ich jetzt kein Problem. Nur es passt jetzt nicht ist nicht auf unser Thema gemünzt. Ja, bitte, bitte. Genau, also ich habe zum Beispiel immer Partnerinnen gehabt, die immer älter waren als ich. Und die hatten auch alle Hm? schon Kinder. Und ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Mich haben andere Frauen überhaupt nicht interessiert. Hm? Es war wirklich so, ich sah eine Frau und habe gedacht so, oh, die finde ich irgendwie sympathisch, die finde ich attraktiv, die finde ich anziehend. Und es kam am Ende immer wieder raus, die war einiges älter als ich und die hatten alle schon ein Kind. Okay. Und ich bin da immer rein und habe dann gedacht, okay, was soll das Ganze? Eigentlich fand das ja irgendwie auch schön, ne? Es hat mich ja irgendwie Hm? angezogen. Aber ich habe mich schon gefragt, warum suche ich mir denn unterbewusst immer Frauen aus, die bereits Kinder haben und die Ja, alleinstehend sind natürlich. ja. Und es hat Jahre gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Und es ist dann tatsächlich durch eine Aufstellung gelöst worden, weil da kam plötzlich dann der Satz auf, eine Frau mit Kind verlässt man nicht. Das heißt, eine Frau mit Kind darf nicht alleine sein. Und woher kommt es? Ja, weil der kleine James mit seiner Mutter alleine war und sein Vater Hm? gestorben. Und dieser Schmerz von dem kleinen James, der saß so tief drin, dass ich mir unterbewusst Heilung gesucht habe. Und zwar, es durfte einfach nicht in meiner Welt sein, dass eine Frau mit einem Kind alleine ist, so wie ich das selber erlebt habe. Und Hm? das beispielsweise nur durch eine Aufstellung. Ne? Und da ich ja früh meinen Vater verloren habe, also auch seine Eltern sind ganz früh gestorben und deren Eltern sind ganz früh gestorben. Ach Also es so, ist ja. eine Geschichte, die sich bei Generationen durchzieht tatsächlich. Hm? Daran habe ich auch gearbeitet an diesem Thema und weil ich gesagt habe, okay, also ich habe nicht vor, so früh zu gehen und dann meine Tochter hier alleine zu lassen. Ne? Ja. Ja, aber das ist faszinierend, weil es ist wirklich so, dass man sich häufig den gleichen Partner quasi in einer anderen Person sucht. Und das habe ich auch schon bei mir ein paar Sachen gesehen, die sich wiederholen. Ich bin aber noch nicht zu dem Grund gekommen. Aber vielen Dank. Das war, das war eine sehr schönes Beispiel. Ich wollte von mir erzählen, dass ich konnte mein Baby nicht baden am Anfang. Und, und das hat natürlich zum Stress geführt, weil bei uns war das so, dass natürlich am Anfang, ich hatte 2 Monate Elternzeit. Das heißt, ich war da, um zu unterstützen, insbesondere die ersten Wochen, wo meine Frau noch viel Bettruhe gebraucht hat und so weiter und so fort. Also diese Unterstützung, wirklich körperliche Unterstützung, da zu sein, etwas zu essen, zu kochen, aufzuräumen, sich um alles Mögliche zu kümmern. Beim zweiten Kind, um das erste Kind, auf den Spielplatz gehen und so weiter und so fort. Aber dieses Thema mit dem Baden, das war sehr tief bei mir drinnen und es hat sich dann später herausgestellt, wir sind irgendwie draufgekommen, dass meine Mutter, als sie ein Kind war, hat sie zugeschaut, wie Geschwisterchen ertrunken ist, quasi im 10 Zentimeter Wasser. Und das war so krass für meine Mutter, weil sie dabei war, sie hat zugeschaut und es war auch so, dass das Kind eigentlich nur den Kopf hochheben musste, um da rauszukommen. Das Kind hat es aber nie getan. Und meine Mutter hat der ganzen Szene zugeschaut und meine Mutter hat nie darüber gesprochen. Das ist irgendwann mal Jahrzehnte später rausgekommen, wo ich auch mit meinem Thema irgendwie so ein bisschen mehr wissen wollte, was ist passiert bei meinen Eltern eigentlich? Wieso sehe ich meinen Vater in meinem Verhalten, wo ich Kinder bekommen habe? Und das war so bei mir, dass natürlicherweise, wenn meine Eltern nie baden gegangen sind, an den See oder schwimmen, ich konnte auch nicht schwimmen, bis ich 15 war.
Ich bin dann zufällig auf eine Schule gekommen, wo Schwimmbad drinnen war und dann habe ich 3 Jahre gekämpft, bis ich endlich mal schwimmen konnte. Und das ist auch so, dass ich das nicht als genetische Übertragung sehe, aber dadurch durch soziales Verhalten. Meine Eltern waren nie am Wasser. Ich wusste gar nicht, dass es einen See gibt, bis Ja. ich 15 war, mehr oder weniger, dass es Schwimmbad gibt. Meine Eltern haben es gemieden. Das ist genauso wie du Krankheiten meidest, so haben meine Eltern Wasser gemieden. Ähm, und auch da zeigt sich ganz deutlich, dass keiner darüber spricht. Ich meine, meine Mutter hat es so gut wie möglich verdrängt. Das ein Schutzmechanismus vom Gehirn, dass man die Sachen verdrängt und vergisst. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Beim zweiten Kind habe ich festgestellt, die Hälfte, was ich mit dem ersten Kind gemacht habe, habe ich vergessen. Bei dir gab es das wahrscheinlich nicht. Aber die ganzen schlaflosen Nächte, Ne? ich höre dich nicht mehr. Ah, weil ich nur eins habe, habe ich gesagt. Ah, okay, ja. Jetzt, aber das ist wirklich so. Ich habe die ganzen schlaflosen Nächte vom ersten Kind verdrängt. Die waren nicht mehr da. Die waren, wir waren super euphorisch beim zweiten Kind und haben den ganzen Stress vergessen. Das Ähm, ist das fiese Spiel der Natur. ja, Dass weil die auch Natur will, Frauen dass wir, vergessen, wie viel Schmerzen sie hatten und wie viel ja, Qual. Ne? Und ich meine, sonst wären wir wahrscheinlich schon ausgestorben, wenn das nicht genauso wäre. durchaus möglich. Aber auch Ja, das ja, ist, ja. das erzählt dir ja keiner, ja. Das ist, und das Traurige ist, mir war es auch nicht bekannt. Also dieses Traumatische, was meine Eltern erlebt haben, das haben die mir einfach unterbewusst oder unbewusst weitergegeben. Und das ist vielleicht nicht genetisch, das ist nicht so, dass sie es wollten, Nein. aber sie sind einfach nie ans Wasser gegangen. Und dann stehe ich vor meinem Baby und denke mir, ich kann es nicht. Ich will es nicht. Also für mich war die Gefahr, die ich hier drinnen oder da irgendwo gespürt habe, dass meinem Kind was passiert, im Waschbecken. Am Anfang haben wir einfach im Waschbecken das Baby abgewaschen. Also kein hohes Wasser, kein Wasser, gar keine Möglichkeit, dass da irgendwo eine Gefahr entsteht. Trotzdem hatte ich so eine Paranoia, dass ich das nicht machen konnte. Und von diesen Paranoien gab es wahrscheinlich mehrere, von denen ich nie erfahren werde, was mit meinen Eltern passiert ist, weil sie es nicht mehr wissen und nie erzählen. Und das ist bei mir auch so, dass meine Eltern, die waren nicht mehr im Krieg. Waren deine Eltern im Krieg irgendwo? Nein. Nein, aber die Generation davor Nein. kam aus dem Krieg. Und da glaube ich, da gab es keinen einzigen, der ohne jetzt irgendwie psychische Störungen nach Hause gekommen ist, wenn der nach Hause gekommen ist. Wenn er überhaupt nach Hause gekommen ist, ganz genau. Genau. Das sind diese Und ganzen traumatischen Dinge eben, ne, die in den Generationen davor geschehen sind und die wir nach wie vor tragen, mittragen. ja, spricht aber auch keiner drüber. Die wenigsten, ja, richtig. Ja, es ist ja auch keinem so richtig bekannt. Du hast vorher über dieses Thema Isolation gesprochen und ich habe das Parallelthema Einsamkeit. Sag mal, wie war es bei dir? Hast du dich einsam oder isoliert gefühlt oder hast du dich selbst isoliert, weil du einsam sein wolltest? Ich habe mich isoliert, weil ich sein wollte. Weil ich das Gefühl hatte, ich verliere meine Identität, weil Ja, dieser ganze Fokus nur noch auf dem Kind lag, ja, mich selber gar nicht mehr gespürt habe. Und mhm. ich habe, glaube ich, jede Minute genossen, die ich für mich hatte. Ja, Ich glaube, da geht es vielen so, ne? Die einen machen dann gerne, also machen gerne Überstunden, ja, die anderen verrennen sich im Sport, ne? Also man flüchtet irgendwo hin, glaube mhm. ich, um nicht nach Hause kommen zu müssen. Und es kann ja mehrere Gründe haben. Es kann auch der Grund sein, weil man Angst hat vor der Verantwortung, die einen dann gleich wieder ereilt, ne? Ja, Oder vor dem zusätzlichen Stress, der dann nach der Arbeit noch mit on top kommt. Ähm, oder mit einer Hilflosigkeit, ne? mhm. Man fühlt sich vielleicht einfach hilflos, weil man eben nicht weiß, mache ich das richtig mit der Windel, sitzt der Schrampler dann richtig, weiß der Kuckuck. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein, aber bei mir war es so, dass ich
das Gefühl hatte, ich verliere mich. Mhm. Da geht es vielen so, weil ja einfach der Fokus auf dem Kind liegt und man einfach den Zugang zu sich selber nicht mehr ganz so hat. Und jede Minute, die ich dann einfach so nur für mich hatte, war für mich qualitativ sehr hochwertig. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch gerne Überstunden gemacht. Ja, das ging mir auch so. Ähm, also Workaholismus quasi in der Zeit war quasi das erste, wo ich äh, statt Alkohol, also ich konnte mit Alkohol nie was anfangen. Da habe ich schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht. Ich habe meinen Bruder gesehen, der zu viel Alkohol getrunken hat und dann hat er mir, also nicht mir, der hat uns allen den Tisch voll gekotzt, wo Mhm. wir am nächsten Tag da an dem Tisch gefrühstückt haben. Und das war schon in meiner Kindheit hat es mich sehr stark geprägt. Ich konnte mit dem Alkohol nie was anfangen. Deshalb bin ich auch nie zu Alkohol, fühlte ich mich nie angezogen äh, vom Alkohol. Aber dieses Thema Workaholismus, länger im Office bleiben, das war auch bei mir so, wo ich gespeichert habe, jetzt für mich als Kind, ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung erbringe. Dann hat sich natürlich der Job angeboten. Leistung. Oh, ich verdiene jetzt Geld und Und da sagt dann auch keiner, das sagen auch die wenigstens was dagegen, ne? Weil, also wer der sagt, Chef freut sich. wenn du viel zu tun hast, ja, ja, okay, du bist ja auch derjenige, jetzt vielleicht bei dir in dem Fall, du bringst das Geld nach Hause, ist total in Ordnung, hast heute viel zu tun, ne? Da ist, also, da gibt es nicht so viel Angriffsfläche. Ja, definitiv. Immer eine gute Ausrede eigentlich, Ja. ähm, die am Ende aber schlecht ist, weil es dann allen schlecht geht tatsächlich. Ja, aber es ist faszinierend, weil ich habe damals auch, ich bin gerne tanken gefahren. Ich habe hier mit dem Nachbarn gequatscht und dann habe ich festgestellt, halbe Stunde ist durch. Ja, Und dann gab es Ärger daheim, weil halbe Stunde ja klar. ein Baby, ein kleines Kind das verträgt sich nicht. Und ich kann allen nur empfehlen, Elternzeit zu nehmen. Das ist glücklicherweise in Deutschland möglich, zumindest wenn man vorarbeitet, sage ich mal, ähm, weil man dann sieht, wie erschöpfend es ist einfach. Ja, Wenn man ein paar Stunden mit einem Baby bleibt, und es ist ja auch so, wir als Männer, wir stillen ja gar nicht. Also das, was eine Frau leistet in der Zeit, wo sie stillt, das Stillen an sich ist quasi Vollzeitjob. absolut. Und das machen wir ja nicht. Trotzdem, wenn ich mit einem Baby ein paar Stunden alleine bleibe, und ich meine, das habe ich dann gemacht, erst wo meine Kinder 6 waren, also 6 Monate alt waren, weil sie dann schon was essen konnten. Wo sie gestillt waren, habe ich nie ein paar Stunden ausgehalten, weil einfach wegen dem Stillen war immer die Mama in der Nähe. Und was ich nicht wusste und natürlich auch stark unterschätzt habe, wie erschöpfend es ist für die Frau zu stillen. Ja, Habt ihr auch gestillt? ja, Und dann mit 6 Monaten angefangen, Beikost? genau, so muss es gewesen sein. Ja, ich glaube schon. Ja, mit 6 Monaten. Ja, und ich habe mich erst mit 6 Monaten das erste Mal getraut, überhaupt mit kurz zum Supermarkt raus. Großes Abenteuer. Mhm. Ähm, aber das war es auch. Da war nichts mehr. Ähm, und ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber ich habe mich einfach nicht getraut. Ähm, weil ich wusste auch nicht, was würde ich denn machen, wenn das Baby nur noch schreit. Genau, es ist ja auch Was, eine Hilflosigkeit, ne? Also man fühlt sich so, man fühlt sich irgendwie nicht kompetent, obwohl es, wenn man das mal wirklich nur mal auf der rationalen Ebene betrachtet, es ja, kann viel nicht sein. ja, Kalt, Hunger, Windel voll, ne? Also so viele ja. Optionen gibt es da nicht. Und trotzdem fühlen wir uns dann, oder sind wir, oder glaubst du, wir geben zu schnell auf? Oder wir sind dann zu froh, diese Verantwortung wieder abgeben zu können und gehen so eine Vermeidungsstrategie. Du sprichst ja oft die Verantwortung an. Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben hier in der Vorbereitungsphase, ja, Verantwortung war das erste Wort, was mir in den Sinn gekommen ist. Ich Mhm. wusste, wir sind schwanger, statt dass ich mich freue an Liebe, an Freude, an Familie,
an schöne Zeit denke, war das Erste, wo in meinem Hirn entstanden ist, Verantwortung. Ich glaube, es ist ein großes Thema. War es bei dir auch so oder hattest du vielleicht andere Gedanken, die besser waren als, Ich hatte ja viele Gedanken, aber die Verantwortung war ein ständiger Begleiter, ja? der mir Was ist mit dem, ja, du erzählst den Leuten, dass du Vater wirst, alle freuen sich und dann herzlichen Glückwunsch, kümmere dich. Gab es bei dir auch? Nee, bei mir war es eher so, du müsstest doch jetzt glücklich sein. Okay, das ist der zweite Spruch. Soweit war ich noch gar nicht, jetzt in meinen Notizen. Nee, aber den kenne ich nicht. Also den hatte ich zum Glück nicht. Ja, weil ich meine jetzt, ja, ich erzähle, ich werde Vater, alle freuen sich super. Und dann kommen so oft die Aussagen, herzlichen Glückwunsch, kümmere dich. Und da hat mir keiner die Hilfe angeboten. Da hat keiner gesagt, hey, hast du Stress, ruf mir an. Oder die wussten, dass das Baby da ist. Und es gibt quasi, wenn du online gehst und guckst, was kann ich denn für die Eltern machen, wenn das Baby da ist, heißt es quasi, du sollst eine Suppe vorbeibringen, dass die was Warmes zu essen haben. Und dann sollst du eine WhatsApp schreiben, dass du die Suppe vorbeigebracht hast, dann können sie die Suppe vor der Tür abholen. Und das ist nie passiert. Und es gab nie auch diese Angebote, hey, ich helfe dir. Hast du irgendwie Stress, dann helfe ich dir. Dann habe ich einen angerufen und habe gefragt, hey, ich habe Stress, ich würde jetzt gerne einfach raus. Ja. Und dann kommt das Angebot, hey, geh mal was trinken. Und dann unter was trinken wird sehr oft in Deutschland, unglücklicherweise, unsere legale Droge Nummer eins, Alkohol, verstanden. Und dann sage ich, Leute, ich habe jetzt zwei kleine Kinder. Wenn ich hier rausgehe, dann mindestens mit dem einen, dann kann ich auf den Spielplatz gehen. Aber ich kann jetzt nicht einfach so irgendwo hingehen Hm. und mal was trinken. Das ist einfach in der Zeit, in der sehr intensiven Zeit, ist es einfach nicht drinnen. Ja. Und da würde ich gerne wissen, wie ist deine Erfahrung? Wie ist deine Erfahrung, wo du gesagt hast, hey, ich könnte jetzt ein bisschen Unterstützung brauchen? Also die wäre immer da gewesen. Ja? Ja. Ähm, nur das hätte nicht in mein Idealbild gepasst. Aber Ja, alleine schon. bist du es dir wert, die Hilfe anzunehmen? Ja, ja, absolut. Also ich bin auch Ja? keiner, der sich scheut, nach Hilfe zu fragen oder dann auch Hilfe anzunehmen. Das kann ich schon gut. Okay. Aber jetzt im Speziellen in dieser Sache, ähm, glaube ich, wollte ich ja diesem Idealbild entsprechen. Du wolltest alles Glückliche selbst. Vater, der die Verantwortung übernimmt, der dem Druck standhält, der eben der Fels in der Brandung ist, der dann auch noch gut gelaunt ist und der sich um alles kümmert. Sowieso. Also wir sind immer gut gelaunt als Vater. Immer gut gelaunt, ja, ja, genau. Ja, das ist Ja. definitiv. Ja, also ich hätte Hilfe gehabt, auf jeden Fall. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, Hilfe anzunehmen. Also das habe ich grundsätzlich nicht. Aber ich glaube, in diesem speziellen Fall war es tatsächlich so, ich wollte einfach meinem Vaterbild gerecht werden. Und da war das so verankert, ich kann das alleine und ich schaffe das. Mhm. Okay. Also wenn man sich Völlig, völlig falsch ambitioniert. also wenn man sich logisch überlegt, dann ist das totaler Humbug. Ja, Aber wenn man absolut. drinnen ist, dann Wenn man erkennt man drin es nicht. ist und das seine eigene Wahrheit ist, mit allen Ja, Emotionen, die da mit dazu kommen, dann genau, dann gibt es da nur deine Wahrheit am Ende. ja. Ja. Und das ist ja auch der Punkt, wo dann bei mir meine Frau eingesprungen ist. Aber bei uns gab es diesen einen kritischen Moment. Ähm, und zwar wollte ich der Großen quasi eine Windel anziehen und ich habe sie ins Bett getragen. Quasi. Die haben damals, glaube ich, alle in einem Bett geschlafen. Und ich habe sie da hingetragen. Ähm, und dann ist sie mir von dem Arm irgendwie runtergesprungen aufs Bett. Und ich habe zum ersten Mal die Angst in den Augen von meiner Tochter gesehen. Und das war die Angst vor mir als Vater.
Und dann habe ich mich zurückgezogen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe dann meiner Frau gesagt, bitte, bitte, wickle du jetzt. Ich kann es nicht. Ich bin abgehauen irgendwie in die Küche und ich konnte nicht weinen. Ich konnte nicht weinen und das war der absolute Tiefpunkt. Ich hatte eine gewisse Vorstellung, was ich als Vater sein möchte. Und das war das absolute Gegenteil, was gerade passiert ist. Und das war auch so, dass ich habe da gesehen, dass ich die Kontrolle verliere. Mhm. Und das kann alles bedeuten. Das kann bedeuten, dass ich eines Tages die Kontrolle verliere, wo ich im Auto fahre und 180 auf der Autobahn bin. Es kann sein, dass ich irgendwann mal die Kontrolle verliere, wo wir an einer Maschine vorbeigehen. Es kann sein, dass ich auf der Straße Kontrolle verliere, wie auch immer, wo wirklich Schaden entstehen kann. Und das war der absolute Tiefpunkt. Mhm. Und jetzt ist so, dass ich jetzt weinen kann. Ein glücklicher Umstand. Aber damals konnte ich es nicht. Und seitdem habe ich die Hilfe gesucht. Und bis ich sie gefunden habe, das war die absolute Quälerei meines Lebens, weil ich wusste, dass da einfach Gefahr in Verzug ist und dass das, was ich da tue, jetzt, ich bin nicht unbedingt jetzt berechenbar. Es könnte theoretisch jeden Tag was passieren, was ich dann nicht rückgängig machen kann. Und etwas, was jetzt abgesehen von transgenerationalem Trauma, abgesehen von anderen Sachen, die ich unterbewusst meinen Kindern weitergebe, die nicht unbedingt positiv sind, wo wirklich richtiger Schaden entstehen kann. Und das war einfach der kritische Moment bei uns. Und wenn ich mir jetzt deinen kritischen Moment angucke, dann hast du angefangen zu weinen im Garten. Wie gerne hätte ich deinen Moment, weißt du? Mhm. Und dieses Ganze jetzt, ich kann jetzt weinen, was sehr schön ist, aber in der Zeit, wo die Kinder klein waren, da hatte ich diese Taubheit. Ich hatte diese Taubheit bei mir. Ich bin wie eine Maschine. Ich habe da einfach funktioniert. Ich habe mich um Sachen gekümmert. Alle haben gesagt, ich soll ja glücklich sein, weil ich zwei gesunde Kinder habe. Mental habe ich es verstanden. Klar, ich habe zwei gesunde Kinder. Alles läuft. Aber dieses Emotionale, das gab es da nicht. Und ich bin glücklich, dass ich es entdeckt habe und dass ich nicht mehr in dem Loch stecke. Äh, aber ich hätte es nie erwartet. Mhm. Ich hätte es nie mir vorstellen können, dass ich so tief sinke. Und ich weiß einfach nicht, wie ich das jetzt jemandem erklären kann, der es nicht erlebt hat. Du, ich glaube, dass es ganz viele erleben, aber keine oder wenige drüber sprechen. Ich glaube, das ist ja so ein grundsätzliches Problem, auch in Bezug auf die Depressionen. Es wird zu wenig drüber gesprochen. Vor Ja, allem von uns Männern. Ne? Weil da immer noch Sätze stecken wie, der Indianer kennt keinen Schmerz, Gefühle sowas für Schwächlinge, ne? Gefühle zeigen es ein Zeichen von Schwäche. Das sind ja alle diese tiefsitzenden Sätze, die über Generationen gut funktioniert haben, weil sie vielleicht ihrer Zeit angemessen waren. Heute, wo wir ein anderes Vaterbild konstruieren, wo der Vater einfach viel, viel mehr wieder integriert ist im Familienleben, ja, ähm, funktionieren diese Sprüche nicht mehr, beziehungsweise sie funktionieren schon, aber sie sind kontraproduktiv, weil sie nicht mehr angemessen sind. Und ich glaube, ja, das macht
Ich glaube, das kann auch dazu beitragen, dass es vielen, vielen schlecht geht, weil sie sich das nicht erlauben können, wollen, emotional zu sein, weil es ja immer noch als Schwäche abgespeichert ist, es aber dringend gelebt werden will, weil es auch ein ganz, ganz großes Ventil ist. Und Ja. gerade wir Männer tun uns unfassbar schwer, aktiv nach Hilfe zu suchen, wenn es würde ja bedeuten, dass wir uns eine Schwäche eingestehen müssten. Ja, aber diese Verknüpfung zwischen Schwäche und Emotionen und sich verletzlich zeigen, das ist eigentlich, wenn man sich überlegt, gesellschaftlich alles falsch abgespeichert. Absolut. Ich meine, da können wir unsere Babys ja anschauen, ne? Wie oft weinen die denn? Ja, Ja, das ist ja was ein angeborenes Element, ein angeborener wichtiger Aspekt und wir trainieren uns den ab oder er wurde uns abtrainiert. Wie absurd ist das denn? Ja. aber diese Verknüpfung, weil ich habe mich da, ich bin irgendwann mal drauf gekommen. Also ich habe lange Zeit, mache ich immer noch, also ich habe Hörbücher und ich höre immer wieder irgendwelche Biografien. Und viele Biografien haben gezeigt, dass die Leute im hohen Alter festgestellt haben, dass in der Kindheit was passiert ist, war aber nicht bekannt. Und bei vielen hat es das Leben verändert. Und es gibt andere Beispiele, wo die Leute es nie entdeckt haben. Und von der Erzählung habe ich festgestellt, die sind 80, die sind kurz vor dem Sterben. Und die ganzen Themen, die tragen die Themen mit sich ins Grab. Ja. Und die wissen es nicht. Und das macht sie todesunglücklich. Und das war auch der Grund, wieso ich mich irgendwann mal jetzt mit dem ganzen Thema beschäftigen wollte. Und da ist auch irgendwann mal dieses Thema jetzt von Gefühlen. Was sind die Gefühle oder was ist die Funktion von den Gefühlen? Und da ist die Theorie, dass die Gefühle dafür da sind, um unsere Bedürfnisse uns zu zeigen. Das heißt, wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, sind wir ja glückliche Menschen. Wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt sind, sind wir ja nicht so glücklich und krankhaft. Mhm. Im Umkehrschluss, wenn ich meinem Kind meine Emotionen verbiete, werden diese Bedürfnisse, die zu diesen Emotionen, hinter diesen Emotionen stehen, werden sie nie erfüllt und mein Kind wird krankhaft Mhm. sich weiterentwickeln. Mhm. Und das, guck mal, ich bin jetzt 40. Ich war bis meinem 27. Lebensjahr im Schulsystem. Es hat mir nie jemand gesagt, dass die Emotionen so wichtig sind und so eine wichtige, lebenswichtige Funktion erfüllen. Und dann bin ich Vater geworden und es war mir immer noch nicht klar. Glücklicherweise wusste meine Frau, dass die Emotionen wichtig sind und sie hat mir ein bisschen mitgeholfen, Ah, aber sehr. in dem standardmäßigen, systemischen oder jetzt im Schulsystem, im Studium habe ich nie davon erfahren, dass die Emotionen so wichtig sind. Mhm. Und das finde ich ist unglaublich schade, weil zum Verstehen braucht es eigentlich 30 Sekunden. Das ist kein Wissen, wo man jetzt irgendwie studiert haben muss. Und trotzdem wird sehr wenig darüber gesprochen. Und ich glaube, du kennst genug Beispiele von Leuten, die sich irgendeine Emotion über Jahrzehnte unterdrückt haben. Wie ist da deine Erfahrung? Da gibt es jede Menge. Uns wird das ja, also ich weiß nicht, ich finde uns auf der einen Seite gibt es viele, die mh, bewusster leben. Also es gibt so einen großen Trend zum Bewusstsein, also zum bewussten Sein, Ja. was was das inkludieren würde, auch diese emotionale Ebene. Auf der anderen Seite haben auch viele den Zugang zu ihren eigenen Emotionen und Gefühlen eben gar nicht. Also ich finde das, und das finde ich auch ziemlich erschreckend. Und das muss nicht nur der Zugang zu den eigenen Gefühlen sein, das kann auch, also zu dem eigenen Körpergefühl, da fängt es doch auch oft schon an. Mhm. Also wie viele gehen in die Notaufnahme nachts, das habe ich oft erzählt bekommen, nachts, weil sie tierische Kopfschmerzen haben und dann die Frage, ja, wie lange haben Sie die Kopfschmerzen dann schon? Ja, die habe ich schon ein paar Tage.
Ja, warum kommen Sie denn jetzt nachts? Haben Sie schon mal eine Ibu genommen? Haben Sie schon mal irgendwas genommen dafür? Mhm. Ja, nee, noch nicht. Ja, aber Sie blockieren nicht die Notaufnahme. Aber es gibt auch viele Dinge, die man vorher noch tun kann. Und ich merke einfach, dass die Menschen den Zugang zu sich selber verloren haben. Und einer der größten Wünsche meiner Klienten, also ganz oft kommt das vor, wenn ich frage, was ist Ihr Anliegen? Ja, ich möchte bei mir ankommen. Ja, wo sind wir denn eigentlich die ganze Zeit, wenn wir nicht bei uns sind? Aber das ist ein Begriff, was jetzt überhaupt nicht greifbar ist. Kennst du das, wenn man mit Single-Frauen spricht und dann sagen sie, was wünschen sie sich von einer Beziehung? Und dann sagen sie, ich will da ankommen. Und dann habe ich mich auch schon immer gefragt, was ist denn ankommen? Was ist denn Ankommen? Ich glaube, es gibt überhaupt kein Ankommen. Das ist also der Weg. Ja, ja, aber Man sagt, wie kannst du deinem Klienten helfen dann, wenn es kein Ankommen gibt? ja, ich glaube, da geht's, ich glaube, das Ankommen beinhaltet, dass man einfach wieder einen Zugang zu sich selber hat. Das Und ist ja, den schaffst du durch, weil naja, da von gibt es der ja viele, Aufstellung, du hast von der also Aufstellungsarbeit wirklich, ge also viele erzählt. Blockaden, die uns daran hindern, uns selber irgendwie zu fühlen, ne? Weil Fühle verboten waren. Du kennst es ja selber auch. Ja. Ähm, oder weil man irgendwann selber auch mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit seinen eigenen Gefühlen, ne? Warum war ich denn da so schwach? Ich werde nie wieder schwach sein. Oder nie wieder wird mir das und das passieren. Oder ich lasse mich erst gar nicht mal auf irgendwas Neues ein, weil die Erfahrung gezeigt hat, boah, die Verletzung war danach so groß, ich konnte es kaum aushalten. Also werde ich mein Herz nie wieder öffnen. Da gibt es ja so viele Dinge, die ja gar nicht aus unserer Herkunftsfamilie kommen müssen, sondern die auch ganz viel auch von uns generiert wurden. Ne? Ähm, Mhm. und ich glaube, dass das schon auch ein wichtiger Bewusstseinsprozess ist, zum einen dieses zu erkennen, weil nur durch das Erkennen können wir überhaupt uns dessen bewusst sein und überhaupt erst dann können wir in die Veränderung gehen. Vorher können wir nichts verändern. Ja. Das heißt, wir müssen uns den Dingen immer bewusst sein. Ja, und ich glaube, dass wir so diesem Ziel, bei uns selber anzukommen, dem Ganzen entgegenwirken können und da positiv Einfluss drauf nehmen können. Indem wir einfach an uns selber arbeiten, in die Innenschau gehen, uns reflektieren, uns aber auch selber kritisch begutachten und auch nicht immer nur im Außen suchen nach dem, was uns im Inneren fehlt, weil das ist ja immer so das große Anzeichen dafür. Ne? Immer wenn wir im Außen sind oder im Außen suchen, dann können wir immer davon ausgehen, dass uns das eigentlich im Inneren fehlt. Und Mhm. werden es im Außen nicht finden, zumindest nicht nachhaltig. Ja. Also oft habe ich den Eindruck, dass grundsätzlich Bestätigung im Außen gesucht wird. Und bei mir auch. Also ich habe es, glaube ich, von dem Schulsystem, da hat man die Noten bekommen. Und als Kind, mit was kann man sich da identifizieren? Also in der Schule bist du und dann kannst du mit deinen Klamotten quasi über deine Klamotten dich identifizieren irgendwie. Und dann die Noten. Und du hast gute Noten, deine Eltern sind glücklich und zufrieden und so weiter und so fort. Und Und da dann fängt wird es schon du an. geliebt zum Beispiel, ne? Genau. Genau, Und dann suchst du die Bestätigung im Äußeren. genau. Und dann bist du irgendwann mal so weit, dass du da keine Bestätigung mehr bekommst. Oder die Bestätigung ist dann bedeutet, dass du 24/7 auf Social Media deine Likes sammeln musst. Und das ist ja auch nichts Gesundes, langfristig gesehen. Und ich glaube eben auch, wenn es uns gelingt, dass wir wieder mehr Zugang zu uns finden und eben auch, ähm, wenn wir uns unsere eigene Gefühlswelt uns selber gegenüber nicht verschließen, dann haben wir, glaube ich, auch da die Möglichkeit, jetzt auch gerade in Bezug auf unser Thema, also diese ganze Vaterschaft und alles drumherum, ich glaube, dann könnten wir schon viel, viel eher intervenieren und uns da selber, vielleicht auch selber erstmal Hilfe geben. Einfach weil wir uns selber fühlen können, weil wir ungefähr wissen, was mit uns passiert, woher es rührt. Ne? Dann können wir viel, viel besser damit umgehen. Und wenn wir jetzt noch wissen, okay, da gibt es ein paar Indikatoren, die Anzeichen dafür sein können, dass der eine oder andere in eine postpartale Depression rutscht, ähm,
Das ist schon mal, da wären wir schon mal ein ganz schöner Schritt weiter. Also das eine ist das Wissen darum, dass es das gibt und natürlich eben auch, welche sind vielleicht so frühe Indikatoren, beziehungsweise wo kriege ich Hilfe und ne, was gibt es da für Möglichkeiten. Das ist das eine, das ist auf der rationalen Ebene. Und auf der anderen Ebene ist eben auch diese Selbstreflexion und eben auch der Zugang zu unserer eigenen Gefühlswelt, weil wir dann einfach selber uns naja, kennen und evaluieren können. Ne? Wo bin ich jetzt gerade? Wie ist mein Status quo? Ging es mir schon mal so? Was hat mir damals geholfen? Also einfach daher der Ja, große Appell, ne? Also zum einen erstmal bewusst werden überhaupt über dieses Thema. Also wie viele frisch gebackenen Väter laufen rum, denen geht super schlecht und sie wissen nicht, was eigentlich passiert und warum sie es haben. Und dass ja, es das überhaupt gibt. Und erst wenn wir ja zumindest zu Teilen erkennen können, was mit uns los ist, können wir uns ja auch adäquate Hilfe suchen. Aber wenn wir darum ja, nicht wissen, dann stochern wir da rum, ne? ja. Uns wird dann so partiell geholfen, aber grundsätzlich nicht. Also ist es enorm wichtig, eben zu wissen, okay, das gibt es eben auch bei Vätern. Und es gibt eben vielleicht auch die ein oder andere Anlaufstelle, wo man sich wirklich gezielt Hilfe holen kann. Der andere Aspekt ist aber auch eben der, ähm, in die Bewusstheit zu gehen und auch in die eigene Gefühlswelt, um das da sein zu lassen. Ähm, Damit wir uns eben auch, vielleicht ist das auch eben der Antrieb, den wir dann am Ende brauchen, um vielleicht uns Hilfe zu suchen. Mhm. Auf jeden Fall wissen viel zu wenige Menschen darüber Bescheid. Und teils auch die Hebammen. Ich habe ja viele Gespräche geführt, auch im Zuge des Papa Blues. Ähm, war ich da sehr hinterher, in die Gespräche mit Vätern zu gehen, aber eben auch mit Gynäkologinnen und Hebammen. Und auch bei Hebammen stelle ich fest, ist das nicht so sehr präsent, weil sie Ja, natürlich und auch richtigerweise erstmal die Frau und das Baby im Fokus haben. Ja, aber wenn wir anfangen, uns wieder als Team zu verstehen, was es unbedingt braucht, weil wir ja eine neue Vaterrolle jetzt auch gerade generieren, die von allen Seiten gewünscht ist, ne? Und die auch richtig ja, ist. Ähm, aber dann müssen wir uns mehr wieder als Team verstehen und zu diesem Team zählt eben auch die seelische Gesundheit des Vaters. Und wenn der eben abschmiert und ja, Hauptsache der Mutter und dem Kind geht's gut, ja, aber wenn der Vater nicht da ist, ja, dessen Aufgabe es gerade am Anfang ist, ganz, ganz wichtig, unterstützend zu wirken, unterstützend zu helfen, zu supporten, einfach auch, ja. Wenn der dann abschmiert, dann stell dir nur mal vor, die Frau hat eine postpartale Depression. ja, Was machst du denn dann, wenn auch der Mann dann auch noch gleichzieht? Und das ja, passiert ja ganz, ganz oft. Also, ne, die Chance, dass du selber an einer postpartalen Depression erkrankst, steigert sich um weitere 50%, wenn bei der Frau vorher eine postpartale Depression vorangegangen ist. Ähm, Da sind einfach unsere Spiegelneuronen ganz sensibel offenbar in dieser Zeit. ja, das kann man auch sehr gut, also aus meiner Perspektive kann ich es sehr gut nachvollziehen, weil wir auch gewisse jetzt körperliche jetzt Herausforderungen hatten in den ersten Monaten. Ähm, wir hatten zum Beispiel beide Rückenschmerzen und das war bei mir so krass, dass ich mein Baby nicht tragen konnte. Also bei dem ersten äh, konnte ich es einfach nicht tragen. Dann habe ich versucht, kurz aufgestanden, bin ein paar Schritte und dann musste ich mich wieder hinsetzen oder hinlegen mit dem Baby auf dem Bauch, auf der Brust, in dem Arm, ähm, weil einfach der Rücken sich gemeldet hat. Und ich glaube, das trägt natürlich dazu bei, dass ja, diese Spannung in der Beziehung da ist und die ist deutlich stärker, wenn du Schmerzen hast. Dann verstärkt sich alles und kommen unterschiedliche Gefühle zustande. Ja. Ähm, von den Gefühlen aber, ich würde, glaube ich, als Vater ganz am Anfang einmal gefragt, wie es mir geht. Und ich stand da und ich wusste die Antwort nicht.
Und ich glaube, ich wusste die Antwort nicht, weil ich nicht wusste, ob die Leute es ernst, also echt meinen, wollen sie wissen, wie es mir geht? Weil ich sah todmüde aus, ich war blass, ich war fix und fertig. Das hat man mir angesehen. Und dann kam so diese Frage, ja, wie geht's dir denn? Dann wusste ich die Antwort nicht. Weil was soll ich dir jetzt sagen? Ey, ich bin fix und fertig. Eigentlich bräuchte ich Hilfe. Eigentlich bräuchte ich jetzt hier ein paar Stunden Schlaf. Täte mir gut. Hm. Aber auch das habe ich mich nicht getraut. Und ich wusste auch nicht. Da sind so viele Gefühle im Spiel. Du hast Hilflosigkeit erwähnt, aber auch Scham und gewisse Ja, Schuldgefühle Schuldgefühle, ganz groß, ja. sind bei mir auch aufgepoppt. Und eigentlich Scham und Schuld, das sind so die schlechtesten Gefühle, die man überhaupt jetzt aufbringen kann, oder? Da gibt es Ja, noch vielleicht noch Hass oder was weiß ich denn. Aber das ist auch noch ein ganz großer negatives Gefühl. Aber ja, Schuld ist auch ein ganz großes Gefühl, ganz großes Thema gewesen, auch bei mir. Schuldgefühle also meinem Kind gegenüber, meiner Partnerin gegenüber und mir selber auch gegenüber. So, ja, ja, nicht, aber woher nicht, kam es bei dir? naja, weil ich diesem Idealbild nicht entsprochen habe, ne? Und weil ich dann auch noch viel dazu beigetragen habe, dass die Spirale noch schneller sich nach unten dreht. Ja, Und dann, wenn du jeden Abend mit Schuldgefühlen einschläfst und mit Schuldgefühlen aufwachst, nicht schlecht. dann sind es, ist es gewiss, führt das nicht zu positiven Gefühlen. Ja, ja. Ja, Bei uns war das so, dass wir uns zum Beispiel wenn die Kinder ganz klein waren, haben wir uns voneinander sehr stark entfernt als Paar. Und einerseits ist es natürlich, weil auch zum Beispiel dieses Thema Sex ist einfach schwierig nach der Geburt. Und das ist vor dem Hintergrund einerseits natürliche Geburt in unserem Fall. Das heißt, da ist die Frau auch nicht in der Lage jetzt körperlich. Zum anderen haben die Kinder bei uns im Bett geschlafen oder neben uns. Weiterer Punkt, meine Frau hat gestillt. Das heißt, sie ist mehrmals in der Nacht wach geworden und hat den Kleinen die Kleine gestillt. Und natürlich der Schlafmangel, der sich natürlich auf uns alle ausgewirkt hat. Ähm, und irgendwie haben wir überhaupt uns als Paar verloren vergessen. hm, Und das haben wir auch sehr spät entdeckt, dass ich eigentlich nicht mehr nur, also nicht nur der Vater bin, sondern ich bin auch der Mann von meiner Frau und ich bin auch irgendwo ich. Aber diese Entfernung, diese Distanz, die sich da aufgebaut hat, die war auch schleichend und die haben wir auch nicht gemerkt. Wie war es bei euch? Also ich meine, ihr seid jetzt nicht mehr zusammen. ja. Das war gewiss auch so, weil einfach der Fokus auf dem Kind lag und man sowieso schon mal per se seine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt hat. Ja, Hinzu kommt natürlich auch die ganze Erschöpfung und die Müdigkeit und der ganze Stress drumherum. ja. Äh, genau, aber es gibt einen sehr, sehr wichtigen Spruch, also aus dem Familiensystem heraus. Und der heißt, die Partnerschaft steht vor der Elternschaft. Die Ja, weil Partnerschaft, sonst die Elternschaft nicht funktioniert. ja, ganz Ja, genau. Weil wir haben da eine falsche Denke leider. Wir denken, wir müssen erstmal gute Eltern sein, ja, damit unsere Kinder glücklich sind. Das stimmt nicht. Wir müssen erstmal ein glückliches Paar sein und dann sind auch unsere Kinder glücklich. Weil für die gibt es kein größeres Glück, als glückliche Eltern zu sehen. Und wenn wir ja, uns als Paar verlieren und nur noch streiten oder was auch immer da so alles passieren mag, dann ja. sind die Kinder unglücklich. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Partnerschaft pflegen. Und klar, ich finde, man sollte das alles einräumen. Ne? In dieser Anfangszeit steht sowieso die ganze Welt einmal Kopf.
und ja, dass auch Partnerschaft wirklich mal an dritter, vierter Stelle steht, finde ich total in Ordnung, wenn mhm, man auch dann wieder es schafft, ins Bewusstsein zu kommen und zu sagen, okay, Moment mal, also wir waren ja, ohne uns hätte es die Kinder nicht gegeben. Also wir waren zuerst da und wir müssen uns pflegen, ja, damit es auch den Kindern gut geht. Das ist auch ein Teil der Verantwortung, die wir ja, übernehmen müssen. Und dass das am Anfang nicht funktioniert, finde ich total in Ordnung. Ist total in Ordnung. Da haben einfach andere Dinge Priorität. Aber man muss sich rückbesinnen, dass man auch noch mal ein Paar war. mhm, Auch, auch nur allein aus dem Aspekt, dass es einem selber gut geht und dass ja. es auch den Kindern gut geht. Ich finde es faszinierend, weil ich immer wieder Väter sehe, die denken, dass sie einem Kind was erklären können und das Kind versteht es und setzt es um. Also meine Kinder sind klein, 2 und 4. Da kann ich 6-mal erklären, hier mit den Nudeln schmeißen wir nicht durch die ganze Wohnung. Ja? Ja. Kann ich das 6-mal sagen, 8-mal, 10-mal. Und, und irgendwann mal musst du da hingehen und einfach den Teller mit den Nudeln wegnehmen und was anderes hinstellen, was er wieder rumschmeißen kann. Ja? Aber das hat mir auch keiner gezeigt, keiner beigebracht. Und das ist schon ein Riesenschritt von dem, was ich denke jetzt, meine kognitive Art und Weise mit 40 und mein Kind mit 3 Jahren, was das Kind überhaupt versteht. Verstehen tun sie ganz viel, aber emotionale Regulation ist ganz wenig da. Ja. Und wie lange hat es bei mir gedauert, bis ich mich einfach, wo jetzt mein Kind schreit und weint, bis ich einfach dahin gegangen bin? Ich habe mich dahingesetzt und ich habe es einfach in den Arm genommen. Und da beruhigt sich das Kind automatisch. Aber auch das war bei mir ein Prozess. Das war nicht so selbstverständlich für vielleicht Frauen es ist, ja, dass man einfach jetzt hier Baby weint, Baby an den Arm und fertig Feierabend. Für mich war das ein Riesenprozess. Etwas, was ich in meinem Bewussten umstellen musste. Das ist jetzt nicht so, dass das erwachsene Menschen sind. Emotionale Regulation, das müssen die lernen und das können die nur mit meinem Körper lernen. Das kann ich nicht irgendwie vorprogrammieren. Das funktioniert einfach nicht. Und auch das, dass es nicht funktioniert, dass die Kinder Zeit brauchen, um emotionale Regulation, um das zu entwickeln. Das muss ich ja entwickeln aus nichts, aus gar nichts. Das wusste ich nicht. Und das hat auch jetzt als Prozess bei mir sehr, sehr lange gedauert. Aber ich wollte noch zu einem Thema kommen, was mich auch jetzt irgendwo sehr beschäftigt hat. Insbesondere, dass ich ja weißt du, ich habe Sachen gemacht, weil ich dachte, dass sie gut sind, ja. Ähm, und irgendwann mal habe ich meinem Kind ins Bettchen irgendein Schaf zum Kuscheln reingelegt, ja. Und dann hat das Baby da 2 Stunden geschlafen und alles war in Ordnung, bis meine Frau irgendwie reingekommen ist und hat festgestellt, was machst du da mit dem Teil im Kinderbettchen? Schon noch nie vom plötzlichen Kindestod gehört. Und ich habe nie davon gehört. Ich habe nicht gewusst, dass die Babys einfach sterben können, wenn sie was im Bettchen haben. Wie war es bei dir? Hat es dir so Stress gemacht? Wir haben uns da nicht so einholen lassen. Es wurde im Geburtsvorbereitungskurs richtigerweise auch besprochen, auch wenn es Also, dann. warst du im Vorbereitungskurs? Ja, ja. War sehr schön. Ja. Das wurde da besprochen. Das wollten natürlich die wenigsten hören, aber ich finde das wichtig, weil es Teil der Ja, Aufklärung ist, weil man nicht die Augen davor verschließen darf. Wir haben uns, da gibt es ja heute so die ein oder anderen Hilfsmittel, also diese eine Decke, die dann irgendwie Alarm schlägt, ne, wenn das Kind sich irgendwie,
keine Ahnung, falsch dreht oder wenn es überhaupt nicht mehr sich irgendwie bewegt oder sowas, da haben wir von Anfang an gesagt, da machen wir uns nicht verrückt. Das machen wir nicht. Weil Okay. wir würden uns nur noch verrückter machen. Und von daher waren wir einfach sehr im Vertrauen, dass alles gut geht. Mhm. Aber es war Aber ein völlig. aber du wusstest schon, wie man, Entschuldigung. Nee, 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 natürlich schwingt dieses Thema schon immer latent irgendwo mit. Es Mhm. macht ja auch, kann auch total große Angst machen. Für uns stand einfach fest, wir geben da einfach nicht die Energie rein. Mhm. Wir lassen uns nicht verrückt machen mit irgendwelchen Vorsichtsmaßnahmen, die man trifft. Weil ich glaube, wenn du dann so übervorsichtig wirst und Mhm. nur noch, also ich glaube, dann äh, drehst du ja selber am Rad. Ja, Für ja, ne, uns war das damals die richtige Entscheidung. ich meine, übervorsichtig, ich habe mit Vätern gesprochen, die haben gesagt, oft ist es so, wenn sie irgendwie so das Baby hinlegen sollen, dann hatten sie so Angst wegen dem plötzlichen Kindestod, dass die sich immer quasi das Baby auf die Brust gelegt haben, weil sie gehört haben, dass eigene Atmung und Herzschlag dem Baby hilft. Ja, Und ich meine, das muss man sich schon irgendwo sehr stark einprägen, dass man so häufig mit dem Baby auf der Brust einschläft. ja, Ich meine, es gibt viele, für die es super funktioniert. Bei mir war es auch so, dass ich dann Rückenschmerzen bekommen habe und ich konnte es einfach nicht. Aber ich habe auch diese Angst nie so stark entwickelt, aber es war immer im Hintergrund da. Ich ja, wusste, erst wenn die Kinder 6 Monate alt sind, erst dann ist es wieder stressfrei und erst dann kann ich mich entspannen. Und das war auch wirklich so. Die 6 Monate, ich konnte durchatmen. mhm. Und das war schon etwas, was ich, ja, zum Teil wusste ich es einfach nicht, dass es das gibt. Ähm, und zum Teil aus dem Nichtwissen, wie das Ganze funktioniert, weil es hat sich später irgendwie herausgestellt, dass die Kinder, die gestillt werden und die richtig hingelegt werden, dass da die Chance, dass sie da sterben, sehr, sehr gering ist. Also ein bisschen Wissen, das hilft ja schon. Genau. Ich habe noch ein wichtiges Thema, wichtiges für mich, ähm, weil ich glaube, dass bei den Depressionen sehr viele betroffen sind von einem Gefühl, nämlich Außenseiter zu sein. Hast du dich anders als alle anderen gefühlt? Naja, ich habe zumindest geglaubt, ich sei anders, weil ich aus meiner Perspektive heraus, da unten aus dem tiefen Loch, Ja. ähm, bin ich natürlich in den Vergleich gegangen, ne? Und Mhm. sagt ja auch, der Vergleich ist das Glück ist tot, weil du ja natürlich dann nur Leute siehst, nur Väter siehst, die alle glücklicher sind als du. Ja, ich meine jetzt, wenn man sich Facebook aufmacht, da kommen die Väter, die um 5 Uhr morgens im Fitnesscenter springen. Dann gibt es der Vater, um 12 Uhr ist er im Ja, Fitnesscenter mit dem Baby auf dem Bauch. ja, Und dann am Abend ist er immer noch im Fitnesscenter mit dem Baby auf dem Rücken und das Baby schläft. Also ich genau. meine, das, was mich da jetzt auf Social Media anguckt als Vater, Ja, das ist nicht die Realität, das muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Ne? Deswegen ist auch mein großer Appell an alle Väter da draußen, denen es gerade nicht so gut geht. Sucht euch Väter, mit denen ihr euch austauschen könnt. Und das war bei mir auch so ein völliger, also so eine Bewusstseinserweiterung, in dem Moment, wo ich also authentisch drüber gesprochen habe, wie es mir wirklich geht, mhm, ich plötzlich ganz, ganz viele Türen aufgemacht bei allen anderen Vätern, die gesagt haben, mir geht es eigentlich auch scheiße. Und man ist ja, damit nicht alleine. Und es braucht Leute, die das anstoßen, es braucht Leute, die da mutig drüber sprechen. Und dann kann man mal sehen, wie vielen anderen Vätern es ähnlich geht. mhm. Da bin Das ich muss, absolut bei dir. Ähm, und gleichzeitig staune ich immer wieder, wie wenig Leute darüber sprechen. Und ich sehe das auch so, dass es unglaubliche starke Hemmung ist, Stigma über dieses Thema zu sprechen. Also auch wenn ich weiß, die Leute haben privat unter 4 Augen mit mir darüber gesprochen, die würden sich nie trauen, vor der Kamera irgendwas zu sagen. Würde ich sie öffentlich irgendwo unter 6 Augen fragen, würden sie alles verneinen.
Und das ist schon spannend. Ich meine, sobald die erste Person kommt und was erzählt, ist es schon ein Riesenfortschritt. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, weil das Thema sehr wichtig ist. Ich habe hier zwei Zahlen vorbereitet. Das eine ist, wie viele Väter sind jährlich betroffen von der, welche Zahl hast du da im Kopf? 10 bis 15% aller Väter. Genau. Und ich habe Innerhalb der das, ersten 12 Monate nach der Geburt des ersten Kindes. genau, das muss man sich vor Augen halten. Jeder Zehnte. Ich kenne die Statistik mit 15%. Ob das jetzt 10 oder 15 sind oder mehr. Dunkelziffer wird groß sein. Ja, aber das ist unglaubliche Zahl dafür, dass keiner drüber spricht. Ja. Das zeigt schon, das ist ein Thema, ähm, wo diese Folge vom Podcast sicherlich den einen oder den anderen retten wird. Und retten nicht nur in dem Sinne, dass er ein bisschen Wissen von uns mitbekommt, sondern auch, ich weiß, dass es jährlich in Deutschland circa 10.000 Suizidtote gibt. Und ich weiß, dass viele, die in der Phase nach der Kindergeburt in die Depression geraten, dass viele da gar nicht mehr rauskommen. Und das ist meine starke Vermutung, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Du kennst wahrscheinlich auch die Statistiken. Wer sind die meisten von den 10.000? Die sich suizidieren, meinst du? Ja, Auf jeden Fall Männer. genau. Obwohl, ja, ich sehe Also, da grundsätzlich hm. keinen Grund jetzt, der dafür sprechen sollte, dass die Männer sich schneller von der Welt verabschieden. Ähm, und ich glaube, dass es einfach ein Riesenbedarf ist, darüber zu sprechen, weil die 10.000, das ist wirklich viel, viel zu viel. Ähm, Ich meine, in kritischen Fällen, auch bei der väterlichen postnatalen Depression, kommt es auch dazu zu Suizidgedanken. Ich war nie so weit. Warst du so weit? Nein. Das ist schon mal sehr glücklich für uns beide. Aber ich weiß, dass es diese Fälle auch gibt. Und die sind echt. Ja. Die Leute, also so wie ich meinen tiefsten Punkt erreicht habe, so erreichen manche den Punkt wirklich an einer ganz anderen Stelle, die deutlich dramatischer ist. Und ich habe mal kurz gegoogelt, so diese 10% bis 15% betroffene Väter, das wären 75.000 bis 100.000 in Deutschland. In Deutschland. Pro Das Jahr. heißt, pro Jahr, die betroffen sind, Ja, wo keiner drüber spricht. genau. Und wenn man zum Arzt geht, dann kommt irgendeine Schlafstörung dabei raus. Ja gut, was kam bei dir raus? Mindestens eine Schlafstörung. Also ich hatte zwei, ich hatte Schlafstörung und sonst irgendwas mit Angst, Phobie oder nee, ich glaube irgendeine Angststörung hatte ich noch. Ja, dann ist Ähm, eine Überforderung, ne? Ist ja auch so ein großes Thema oder Antriebslosigkeit und ja, ja, alles Mögliche, ne? ja, aber auf dieses Thema väterliche postnatale Depression, da kommt so gut wie gar keiner. Nein. Ist auch dem geschuldet, dass keiner drüber spricht. Von daher, ähm, ja, eine der letzten Fragen. Wie sollen die Frauen am besten damit umgehen, wenn sie sehen, irgendwas ist nicht in Ordnung? Irgendwas entwickelt sich in die falsche Richtung. Diese Abwärtsspirale hat schon angefangen und ich sehe es, aber es ist schwierig, dem Mann das schonend beizubringen, sage ich ganz Ja, ehrlich. also also der erste Appell geht natürlich wirklich an die ganzen Väter da draußen oder an die werdenden Väter oder die frisch gebackenen Väter, sich nicht zu scheuen, äh, sich Hilfe zu suchen und sich das einzugestehen, dass es ihnen nicht gut geht. Und mit dem Wissen schon allein, dass es wirklich viele betrifft, kann schon dazu beitragen, dass man also keine allzu großen Hürden mehr gehen muss. Weil es Hm? gibt da draußen genug, denen geht es ähnlich. Ich finde es ein ganz wichtiges, eine ganz, ganz wichtige Info, zu wissen, ich bin nicht alleine. Ja.
Und das andere ist, eben dann am Ende auch den Mut aufzubringen und sich dann auch mal aktiv Hilfe zu suchen. Wir gehen sofort zum Arzt, wenn wir uns einen Arm gebrochen haben. Wir gehen Ja. sofort zum Arzt, wenn wir irgendwas Infektiöses Zahnschmerzen. haben. Ne? Ja, genau, sowas. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Uns ist noch nicht ganz klar in unseren Köpfen angekommen, dass eben auch eine Depression auch eine Erkrankung ist. Und warum sollten wir uns dann nicht eben Hilfe suchen? Das andere ist der Appell an die Mütter, den ich das wirklich auch nur ans Herz legen kann, weil ähm, wenn der Vater an einer postpartalen Depression erkrankt ist, leidet auch die emotionale Bindung zu dem Kind, was sich später zeigen wird. Also Mhm. das kann auch nicht im Sinne sein. Und zum anderen steht die Paarbeziehung auf der Kippe und somit eben auch das ganze Familienleben. Und am Ende müssen wir uns als Team verstehen. Und geht es einem Teammitglied nicht gut, geht es dem ganzen Team nicht gut. Ja. Und da gilt wirklich, da geht der Appell dahingehend an die Frauen, ähm, lasst da nicht locker und bleibt hinter euren Männern und findet die richtigen Worte und den richtigen Zugang, damit die sich Hilfe holen. Und das nicht ganz uneigennützig. Ja. Wir haben vorher diese Zahlen kurz angesprochen. Ich meine, das waren jetzt 4 von 10 Paaren, die sich trennen, bis zum 18. Lebensjahr vom Kind. Das sind die 4 Paare, die sich trennen in den ersten 12 Monaten. Genau, von all den Paaren, ich glaube, ja, damit es nicht missverständlich wirkt, Ja, von all den Paaren, die sich bis zum 18. Lebensjahr, also 18. Lebensjahr der Kinder, trennen, sind 40% der Trennungen finden in den ersten 12 Monaten statt. Und das ist eine ja, ganz große Zahl. das ist eine ganz hohe Zahl und aus meiner Perspektive ist sie auf das ganze Thema jetzt väterliche Postnataldepression zurückzuführen. Ja, Ähm, und deshalb will ich unbedingt darüber sprechen. Du bist der Erste, der sich getraut hat. Ähm, James, ja, das hat schon einen Grund, wieso du das tust, was du tust und wieso du darüber sprichst. Kannst du bitte kurz erwähnen, was so auf deiner Internetseite auf die Väter erwartet, die merken, ja, irgendwas ist komisch. genau. Also zum einen ist mir dieses Thema auch wirklich, liegt mir das sehr, sehr am Herzen. Ähm, Nicht nur, weil ich sowieso ja fachlich einfach mit Familien und mit überhaupt Menschen zu tun habe, die mit all ihren seelischen Sorgen mich aufsuchen, um wieder ein Stück weit mehr Lebensqualität und Lebensfreude zu erfahren. Ähm, das reizt mich ja fachlich an sich schon. Aber da ich zum einen diese fachliche Kompetenz mitbringe, aber eben auch selber Betroffener war, ist mir das wirklich eine Herzensangelegenheit, eben die Väter da abzuholen und ihnen ein Angebot zu geben, womit sie sich erstmal selber helfen können. Und deswegen habe ich eben vor 2 Jahren Papa Blues ins Leben gerufen. Weitere Informationen über diese ganze Thematik der postpartalen Depression bei Vätern findet man eben ähm, da auch zusammengefasst unter papablues.de. Das werden Ähm, wir alles verlinken, natürlich. Genau. Und da findet man einige Informationen drüber. Da findet man aber auch zum Beispiel einen Selbsttest, den man durchführen kann. Es gibt dort auch ein kostenloses Webinar, was ich da anbiete. Da können sich die Zuhörer und da meine ich auch die Frauen mit. Am besten schaut man sich das einmal gemeinsam an und da gebe ich einfach sehr, sehr wertvolle Tipps zu diesem Thema und alles Tipps aus der eigenen Erfahrung heraus, die mir geholfen haben, genau, als Betroffener, trotz der fachlichen Kompetenz im Hintergrund. Also Ja, das, das ist ja auch, dass die fachliche Kompetenz hatte ich nicht jetzt irgendwie ja, geschützt ja, im ja, nein, hat mich Hintergrund. nicht geschützt, nein, nein, nein. Ja, Auch ein Hausarzt krank. wird einen Infekt nicht, also ne, nur weil er Arzt ist, wird ihn davor nicht schützen können. Ja, so ist Ja, es. Am Ende sind wir ja. alles. Aber auch das wichtig zu sagen. Also es ist theoretisch kann jeder betroffen sein. Ähm, James, vielen Dank für alles, was du tust, für dein Wissen.
alles, was du mit uns geteilt hast, dass du dich verletzlich gezeigt hast, weil das die Zukunft ist. Also ich sehe das für die nächste Generation, die besser mit den Emotionen umgehen kann. Das wird sie natürlich weiterbringen. Und ich sehe, dass diese Verletzlichkeit zu zeigen, wir als Väter, das ist ein Riesenschritt nach vorne, weil das nicht viele können und viele schämen sich weiterhin. Deshalb vielen, vielen Dank. Robert, ich danke dir genauso für die Plattform, die du uns hier gegeben hast und auch für deine Offenheit. Du hast ja auch viel aus deinem Nähkästchen geplaudert, hast dich auch sehr empathisch gezeigt und von daher danke ich dir genauso für deinen Mut und für deine Offenheit und eben für die Möglichkeit, dass wir hier über dieses Medium miteinander uns austauschen können und hoffentlich ganz, ganz viele damit erreichen. Herzlichen Dank. An alle, die zugehört haben, abonnieren Sie den Kanal, teilen Sie, sodass wir mehr wichtige Infos an die Väter tragen können.